Die TU München. Eine Universität, die Technologien mit Potenzial zur Gründung hervorbringt. In diesem Jahr verleiht der Präsident, Professor Wolfgang Herrmann, zum 3. Mal den Presidential Entrepreneurship Award. Dieser Preis ist mir deshalb so wichtig, weil er ein Ausdruck unserer unternehmerischen Grundeinstimmung ist. Er ermutigt junge Menschen, die Wissenschaft in praktisch nutzbare Produkte, Verfahren und Dienstleistungen umzuwandeln. Und seit dem Jahre 1990 sind etwa 700 Unternehmen aus dieser Universität hervorgegangen mit derzeit über 12.000 Arbeitsplätzen. Das ist ein schöner Beitrag zur Entwicklung unserer modernen Hightech-Gesellschaft. Schon in den letzten beiden Jahren wurde dieser Preis an herausragende technologiegetriebene Ausgründungen vergeben. 2013 an Phosphor-X. Seit dem Award konnte das Unternehmen, das ein Messsystem zur Erfassung von Belastungen an Rotorblättern von Windkraftanlagen entwickelt hat, jedes Jahr seinen Umsatz verdoppeln. Der Award im letzten Jahr ging an Dynamic Biosensors und das Unternehmen hat die sogenannte Switch-Sense-Technologie entwickelt, damit auch auf dem US-amerikanischen Markt Fuß gefasst. Nominiert für den Presidential Entrepreneurship Award 2015 ist Magazzino. Intelligent und effizient kommissionieren. Dafür entwickelt und baut das Münchner Unternehmen um Gründer Frederik Brandner Hightech-Roboter. Die ausgefeilte neuartige Technologie ermöglicht damit hohe Einsparpotenziale in der Lagerlogistik. Wir machen kamerabasierte, intelligente Roboter. Roboter konnten sehr lange, das können die seit 20 Jahren, den Schweißpunkt immer an die gleiche Stelle setzen, in jedem Automobilwerk. Aber wenn das Auto andersrum drin stände, dann hätte der Roboter plötzlich ein Problem. Und wir bauen also einen Roboter, der ein sehendes Auge hat, der intelligent ist und der in dem Moment entscheiden kann. Die von Magazzino ausgeklügelte Technologie ermöglicht die genaue Vermessung und Erkennung von Objekten mittels 2- und 3D-Kameras. Das Unternehmen entwickelt von der Hardware bis zur Software den kompletten Roboter. Unsere Kernkompetenz ist auf der einen Seite Computer Vision, das heißt, wir erkennen Objekte sicher, wir können die Position feststellen, wir können feststellen, wie wir es zu greifen haben. Dafür bauen wir auch zum Teil eigene Greifer und schlussendlich haben wir eine IT dahinter, die leistungsfähig genug ist, das zu tun. Als Start-up mit der Idee zum Hightech-Aufräumer hat sich Magazzino bei der TUM beworben und ist seither eng mit der Universität verbunden. Wir haben so viel davon profitiert, den Weg gemeinsam zu gehen, vom Prototypenbau über Finanzierungsmöglichkeiten, über Stipendien, dass wir heute mit Stolz sagen können, dass wir eine Ausgründung aus der TU sind. Außerdem nominiert Celonis. Mit der innovativen Software von Celonis kann man in Echtzeit herausfiltern, an welchen Stellen in Arbeitsprozessen ineffizient gearbeitet wird. Gerade in großen Firmen laufen viele Geschäftsprozesse parallel und digital ab. Hier entstehen Datenmengen, die nur mühsam analysiert werden können. Transparenz über die Prozesse in großen Unternehmen zu bekommen, ist eigentlich viel zu aufwendig. Und Process Mining ist revolutionär, weil es genau dieses Problem löst. Das heißt, auf Knopfdruck die Transparenz schafft, die Business-Entscheider brauchen, um ihre Prozesse, ihre Abläufe zu verbessern. Im Wettbewerb immer einen Schritt voraus. IT- und Echtzeitdaten-gestützte Prozessanalyse für Unternehmen ist ein sehr junger Bereich, der bislang immer an Grenzen gestoßen ist. Mithilfe der von Celonis entwickelten Process Mining Software ist es nun möglich, Daten schneller und besser zu analysieren. Für mich ist die große Herausforderung in der Entwicklung unseres Produkts, viele verschiedene Disziplinen zu kombinieren, seien das Algorithmen, seien das Webtechnologien, und damit ein Produkt zu schaffen, was leistungsfähig ist, um die Anforderungen von großen Unternehmen abdecken zu können. Die inzwischen auf 60 Mitarbeiter angewachsene Celonis GmbH ist auf Erfolgskurs. Und das dank innovativer Konzepte und zukunftsgerichteter Ideen der Gründer. Wenn wir zurückblicken in das Jahr 2011, wo das Ganze angefangen hat, 3 Personen in meiner Wohnung, bis zu, wir sitzen heute hier, und dann 2020 unser Ziel des Börsengangs. Wir sind jetzt der führende Process Mining Anbieter und das Ganze ging nur in der Zusammenarbeit auch mit der TU. Als drittes nominiert Imevax. Die 2014 aus der TUM ausgegründete Imevax GmbH hat einen Impfstoff gegen Erkrankungen entwickelt, die durch das Bakterium Helicobacter pylori hervorgerufen werden, den Impfstoff IMX-101.
Dieser ist der erste seiner Art, der sogar bei bereits infizierten Patienten eingesetzt werden kann. Die Infektion mit Helicobacter pylori ist eine chronische Infektion, die bei der Hälfte der Weltbevölkerung nachgewiesen werden kann. Und man geht im Moment davon aus, dass bis zu einer 250.000 Magenkrebsfälle jedes Jahr durch diese Infektion verursacht werden. Die Veränderung der Antibiotikaresistenzen ist ein großer Faktor, der die langjährige Forschungsarbeit und den Impfstoff so revolutionär machen kann. Und die Marktchancen sind enorm. Ich glaube, dass ein solcher Impfstoff einen sehr großen Markt hat, weil diese Infektion so häufig ist und weil die Erkrankungen durch diese Infektion auch so häufig sind und so enorm hohe Kosten im Gesundheitssystem verursachen. Wir sehen in allen Bereichen, dass Antibiotikaresistenzen ein zunehmendes Problem darstellen. Und es gibt heute viele Patienten, die wir nicht mehr behandeln können mit den herkömmlichen Antibiotika. Und deswegen glauben wir, dass Impfstoffe eine Renaissance erfahren werden. Nur in Zusammenarbeit mit der TUM war es den Gründern überhaupt möglich, die nächsten großen Schritte in Richtung Marktfreigabe zu gehen. Die TU hat natürlich die wesentlichen Voraussetzungen geschaffen, dass wir diese Forschungsprojekte überhaupt durchführen konnten. Ich wünsche den 3 nominierten Unternehmen, dass sie wachsen und gedeihen und erfolgreich werden.